Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von His Tutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das historische Fragen einfach einmal anders stellt. Mein Name ist Marc Fehlmann und unsere heutige Frage an die Geschichte lautet: Wie feiert man zünftig? Prost! So haben zünftige Feiern auch vor 517 Jahren schon angefangen, wie dieser Zinnbecher aus dem Jahre 1500 zeigt. Und sein Name gibt einen Hinweis auf etwas, was heute wohl Trinkspiel genannt würde. Der Becher ist nämlich ein sogenannter Stop, der bei Zunftessen am Tisch herumgereicht wurde und alle am Tisch tranken dann daraus. Den Namen Stop kann man so herleiten: derjenige, bei dem der Becher stoppte, musste daraus trinken. Klingt plausibel, ist aber nicht ganz richtig. Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm aus den 1850ern verrät uns, dass Stop einfach ein altes Wort für becherförmiges Trinkgefäß oder eine niederdeutsche Maßeinheit ist. Später etablierte sich der Name für eine bestimmte Becherform mit 2 Henkeln. Vielleicht weil beim 10. Stop etwas mehr Halt vonnöten für den Trinkenden war, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Was wir aber wissen ist, dass es Zünfte mindestens seit dem Mittelalter gibt. Es waren Vereinigungen einer bestimmten Handwerkskunst, bei denen ausschließlich Männer zusammentrafen. Heute würde man das wohl als Interessensgemeinschaft oder Networking bezeichnen, denn es ging darum, berufliche Interessen und die eigenen Produkte besser zu verteidigen. Es gab Zünfte der Schneider, Bäcker, Schreiner, Fleischer, Goldschmiede, Küfer und Apotheker, um nur einige wenige zu nennen. Was es leider ebenfalls gab, war eine Frauenquote von 0%. Eine Zunft war ein reiner Herrenclub. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich unsere Arbeitswelt deutlich weiterentwickelt. Eine große Rolle bei den Zünften spielten Feste und Feiern. Doch zu Reichtum brachten es nur wenige Zünfte, was natürlich einen Einfluss auf das Partybudget hatte. Bei gemeinsamen Festen wurde in der Regel Geschirr aus Holz verwendet, das nach starker Abnutzung weggeworfen wurde. Dieser Zinnstopp hier stammt von der Maurerzunft in Wismar und verkörpert damit buchstäblich, dass diese Zunft wohl auch im übertragenen Sinne flüssig war. Das heißt, einen gewissen Wohlstand erreicht hatte. Die Feste und Gelage der Zünfte waren berühmt und berüchtigt. Hier passt der Vergleich mit Firmen oder vor allem Weihnachtsfeiern geradezu perfekt, wenn man an die peinlichen Skandale von oder denkt. Allerdings waren die Anlässe für die Zunftfeiern andere. Das Freisprechen von Lehrlingen, die Aufnahme eines neuen Meisters, Jahrestage des Zunftheiligen, aber auch Beerdigungen oder Hochzeiten eines Zunftmitglieds. Man versuchte durch gemeinsames Trinken und Essen Einigkeit und Solidarität in dieser reinen Männergesellschaft herzustellen. Der heutige Vokabel dafür wäre teambildende Maßnahme, also alter Wein in neuen Schläuchen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Wort zünftig heute wie damals eine sehr gelungene Feier oder Party qualifiziert. Und die enden am nächsten Morgen meistens so. Was ist euer bestes Rezept gegen den Kater nach einer richtig zünftigen Feier? Schreibt's mir, nicht nur mein Schädel freut sich über eure Tipps und Tricks.